An einem Winterabend, als der kalte Wind noch durch die Bäume pfiff, fuhr ein Mann allein auf einer verlassenen Landstraße. Die Scheinwerfer durchdrangen den dünnen Nebel, der Raum war seltsam still. Plötzlich schoss ein kleiner dunkler Schatten vom Straßenrand hervor und ging direkt auf sein Auto zu. Es gab einen lauten Knall, der Mann geriet in Panik und trat auf die Bremse, sein Herz fühlte sich an, als würde es ihm jeden Moment aus der Brust springen. Ohne zu zögern öffnete er sofort die Autotür und stieg aus, um die Lage zu überprüfen. Mitten auf der Straße lag ein kleines Reh. Sein Körper zitterte, es versuchte taumelnd aufzustehen und fiel dann wieder hin, die Augen vor Panik weit aufgerissen. Das arme Tier schien benommen, desorientiert und unfähig zu stehen. Das arme Reh hatte sich vermutlich zuvor von der Herde verirrt, war hungrig und verängstigt, rannte ziellos in der Dunkelheit umher und kollidierte dann mit dem Auto. Der Mann rief schnell eine nahegelegene Tierklinik an und hoffte dringend, dass man ihm zu dieser späten Stunde mit einer Behandlung helfen könnte. Aber ein großes Wildtier ins Auto zu bekommen, war keine leichte Aufgabe. Zum Glück hielt ein anderer Fahrer an, um zu helfen. 2 Männer brauchten lange, um das zappelnde und verängstigte Reh festzuhalten und in den Kofferraum des Autos zu legen. In der Klinik kam der Arzt zu dem Schluss, dass der Hirsch keine Knochenbrüche, sondern lediglich Verrenkungen, Abschürfungen und einen geringen Blutverlust erlitten hatte. Nach der Erstversorgung und Behandlung beschloss der Mann, das Tier nicht sofort in den Wald zurückzulassen, sondern es mit nach Hause zu nehmen, um es zu pflegen, bis es sich vollständig erholt hatte. Anfangs war das Tier noch vorsichtig und zitternd, wurde aber sehr schnell freundlich und zugänglich. Es begann, dem Mann zu vertrauen, der es gerettet hatte. Jedes Mal, wenn es sah, dass er etwas in der Hand hielt, rannte es ihm hinterher, streckte den Hals, rieb sich an ihm und bat auf bezaubernde Weise um Futter. Der Mann baute im Hinterhof einen warmen Unterschlupf. Und obwohl es tagsüber den nahegelegenen Berg hinaufwanderte, kehrte das Reh nachts zurück, als wäre dies sein Zuhause. Noch überraschender war, dass der Hirsch nach einiger Zeit sogar die Freunde, die er im Wald gefunden hatte, mit in den Garten brachte. Die anderen Wildhirsche waren zunächst vorsichtig, wurden aber allmählich mutiger. Der Garten des Mannes wurde versehentlich zu einem Treffpunkt, einem friedlichen Sammelplatz für wilde Tiere. Aus einer scheinbar zufälligen Kollision wurde nicht nur für den Hirsch, sondern auch für den Mann eine Reise der Veränderung. Die Geschichte erinnert uns daran, dass eine kleine Tat vielleicht nicht die Welt verändern kann, aber sie wird mit Sicherheit die Welt eines Lebewesens in Not verändern. Und wer weiß, vielleicht bewirkt ihre Sanftmut im Leben eines anderen Menschen Wunder. Lieber Freund, vielen Dank, dass Sie Zeit mit uns verbracht haben. Wenn Sie es interessant finden, vergessen Sie nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren, damit Sie die nächsten Folgen nicht verpassen.